Also mein Name ist Matthias Müller. Ich bin jetzt 53 Jahre alt. Ich bin vor 2 Jahren wieder aus China zurückgekommen, wo ich im Grunde ja die Hälfte meines Lebens verbracht habe. Also gut 23 Jahre vor Ort gewesen. Also ich habe meine eigene Firma gegründet, vermittle zwischen Deutschland und China. Und ja, bin wieder zurück in meiner Heimatstadt Berlin, ja, die ich natürlich auch sehr liebe und immer vermisst habe. Aber kann natürlich auch sagen, jetzt, wo ich wieder zurück bin, dass ich eigentlich China und insbesondere Shanghai jeden Tag vermisse. Und mal abgesehen von der ganzen geschäftlichen Seite jetzt, ist es natürlich auch schön, ich genieße jetzt erstmal wieder Berlin natürlich mit seinem ganzen kulturellen Angebot. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man in Shanghai gelebt hat, ist ja keine Kleinstadt mit 30 Millionen Einwohnern. Da war also immer viel Action und das, sage ich mal, haben wir natürlich immer sehr, sehr genossen. Ja. Sehr multikulti, also man trifft in China eigentlich die ganze Welt, ja, und das ist irgendwie schon ein bisschen verrückt, weil jeder, der nach China kommt, egal ob aus Afrika, aus Südamerika, aus Australien, aus Deutschland, für alle ist China doch noch ein ganz anderer Film. Ja? Also dadurch rückt man auch irgendwo automatisch in China näher zusammen und lernt viel über andere Länder kennen, andere Menschen. Ja? Das war eine sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen. Nach so langer Zeit wieder zurück nach Berlin zu kommen und dort zu wohnen, als ich auch festgestellt habe, dass also auch Berlin sich natürlich stark weiterentwickelt hat. Es war schon immer ein Anziehungsmagnet in Deutschland, aber nach der Wiedervereinigung hat sich jetzt auch zu einer wirklich multikulturellen, offenen, internationalen Stadt entwickelt. Also das macht mich persönlich als jemand, der lange im Ausland war, natürlich sehr, sehr happy. Ja, wenn ich viele Sprachen höre auf der Straße in Berlin, sehe viele junge Menschen aus allen Ecken der Welt, ob es jetzt Künstler sind, Start-ups etc., das kommt mir sehr entgegen, nachdem ich so lange Zeit im internationalen Umfeld verbracht habe. Ich habe auch 2 repräsentative Aufgaben. Eine davon ist, die Stadtregierung in Taicang zu vertreten. Und deswegen bin ich heute hier auf der Hannover Messe, wo man sehen kann, hier mit dem Taicang-Stand. Habe noch andere Projekte, aber jetzt aktuell ist es Hannover Messe für die Stadt Taicang, wo ich selber auch lange gearbeitet und gelebt habe. Du hast, ich glaube, aktuell über 7.000 deutsche Firmen in China. Ja, so, also die Deutschen in Taicang sind jetzt nicht die einzigen. Du hast aber dann von diesen gut 7.000, sage ich mal, gut die Hälfte, die im Großraum Shanghai, Yangtze-Delta angesiedelt sind, weil das ist einfach so das Wirtschaftsfinanzzentrum Chinas. Ja, geografisch gut gelegen, praktisch zentral, du bist überall schnell innerhalb Chinas oder auch Japan, Korea, Südostasien, das sind 4-5 Flugstunden maximal. Aber Taicang hat, sage ich mal, halt sehr, sehr früh mit Deutschland angefangen zu kooperieren. Also dieses Jahr ist das 30-jährige Jubiläum, seit das erste deutsche Unternehmen Kern Liebers in Taicang Fuß gefasst hat. Und da, sage ich mal, hat Taicang die Gunst der Stunde erkannt. Ja, deutsche Ansiedlung, deutsches Engagement, und die Deutschen wiederum haben die Attraktivität von Taicang als Standort nah an Shanghai erkannt. Und das hat sich mal, sage ich dann wirklich, haben sich beide gepusht und das wirklich zu so einem Vorzeigestandort entwickelt. Actually, I used to live in Shanghai for a long time, more than 11 years. And Matthias, my future husband, he also was based in Shanghai. And yes, it happened that we met each other on some business events in 2012, I remember. And yeah, since then we are together. We used to live together in Shanghai. And yeah, we got married, and 2 years ago we moved to Berlin.
but still we keep connection with China, of course. Because China is a big part of our lives, also my and Matthias, and China gave me a husband, you can say so. And of course, we keep this strong connection. Ich spiele auch, seit ich gerade auslaufen kann, Fußball. Das habe ich aber auch in China immer weitergemacht. Also anfangs in Peking, bei Fortuna Peking und danach bei den Shanghai Lions. Also die Leidenschaft, die habe ich sowohl in China als auch in Deutschland weitergeführt. Und auch das war immer schön, also wirklich ganz gemischte Truppen aus aller Welt. Ich kann mich erinnern, in Peking haben wir einmal eine Aufstellung gehabt, eine Position, ein Land. Also das hatte ich so auch nicht mehr gehabt. Und und was fehlt mir jetzt an Shanghai? Natürlich, sage ich mal, mit Sicherheit das chinesische Essen. Das bekomme ich so ganz, ganz schwierig hier in Deutschland. Es gibt ein paar kleinere oder ein paar Restaurants, wo man authentisches Essen bekommt, aber die Vielfalt, wie sie in China vorhanden ist, die ist nicht zu toppen. Auch die Serviceumgebung, muss ich sagen, in China, die vermissen wir doch sehr. Ja, also es wird alles, was im Grunde neu auf den Markt kommt, neue Apps, neue Technik, es ist alles, um das Leben komfortabler, bequemer, angenehmer zu machen. Das macht es also wirklich, das Deutschland noch ein bisschen hinten dran. Es gibt eine super App, WeChat, mit der ich wirklich Rechnungen bezahlen kann, Flüge buchen. Ich kann alle Funktionen wie Instagram, Facebook etc. damit abdecken. Das ist schon, da sind die Chinesen schon sehr weit vorneweg. Aber dann wiederum, was mir immer in China gefehlt hat, ist, sage ich mal, so die alte Seele Europa, ja, die alten Gebäude, alles ein Tick langsamer, die Lebensqualität. Ja, Shanghai ist schnell, Action, Hektik jeden Tag. Ja, da kommt keiner zur Ruhe. Ja, und wenn ich dann immer zwischendurch zu Hause war, dann sitzt man hier im Garten und hört die Vögel zwitschern. Und das ist die Welt nochmal eine ganz andere. Ja. Aber letztendlich, ich würde mal sagen, bin ich in Shanghai, vermisse ich Berlin, bin ich in Berlin, vermisse ich Shanghai. Also das kriegt man so einfach nicht gelöst, das Problem. Von daher hilft eigentlich nur viel hin und her reisen und den Anschluss nicht verpassen. Ne?